Gespart wurde auf jeden Fall nett. Das können wir extrem empfehlen. Willkommen an der Elbe. Und eigentlich ist es echt ein richtig cooler Geheimtipp. Mach das auf jeden Fall, was wir jetzt machen. Und hier oben habe ich gearbeitet. Gibt's aber nicht. How dare you? Du bist so ein Idiot. Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Mit uns, mit Neuland Stories. Genau. Wir sind noch nicht durch mit unseren Heimatvideos. Nein. Denn wir sind jetzt in Hamburg. Und ich habe mein halbes Leben zwischen Bagdaheide und Hamburg hin und her gependelt. Und eigentlich, ich habe hier gearbeitet, Freunde leben hier. Und ich war eigentlich mein halbes Leben hier in Hamburg unterwegs. Und Svenny hat auch Hamburg mal als Wahlheimat gehabt. Immer noch. Ich fühle mich immer noch als Hamburgerin. Aber du hast ja auch mal richtig gelebt. Ja, und wir stehen auch vor meiner alten Wohnung, weil hier gibt es eine richtig geile Bäckerei, wo wir uns unser erstes Franzbrötchen holen. Yes, wir sind nämlich im Kellinghusen-Park und hier hat noch was angefangen, nämlich Das hier mit uns beiden. Svenny hat nämlich hier gewohnt, ich in Köln und ich bin immer hierher gependelt. Und hier haben wir uns kennengelernt quasi. Ja, Basti war gerade auch schon ganz nostalgisch hier an der U-Bahn-Station. Ja, hier bin ich immer ausgestiegen, um Svenny am Wochenende zu besuchen. So, aber jetzt Hunger. Willkommen in Hamburg. Das war und ist unser Bäcker des Vertrauens. Der ist quasi hier um die Ecke, da oben, 200 Meter in die Richtung habe ich gewohnt. Und das ist unser absoluter Lieblingsbäcker und wie wir finden, eines der besten Franzbrötchen, die es hier in Hamburg gibt. Franzbrötchen, wer es nicht kennt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wer das nicht kennen soll, ist eine geile, klitschige, plattgedrückte Zimtschnecke. Muss genauso aussehen. Und der einzig wahre Weg in Hamburg zu frühstücken. Da oben habe ich gewohnt. Good old times. Es macht mich richtig nostalgisch auch. Es sind alle Läden auch noch da, die davor da waren. Der Schuhmacher, das Sonnenstudio und das Bekleidungsgeschäft. Und dazwischen ging dann mein Eingang rein. So lecker. Beste Frühstücksgebäck, was es gibt. Die beste, knatschige, geilste Zimt, Zucker, irgendwas Füllung, die es gibt. So, Frühstück ist erledigt. Sehr gutes Frühstück. Ein bisschen wenig, aber Kommt noch was. es kommt ja noch ein bisschen was zu essen. Und wir fahren jetzt mit der U3 Richtung Landungsbrücken. Und das können wir extrem empfehlen, einfach mit der U3 rumzufahren. Denn es ist eine richtig schöne Bahnstrecke. Man kriegt richtig was Schönes zu sehen. Und man landet an den Landungsbrücken und kann direkt an den Hafen. Und das machen wir jetzt.
Nächster Halt, Eppendorfer Baum. Ausstieg links. Hier oben habe ich gearbeitet. Ganz nette Location. Willkommen an der Elbe, dem besten Part an Hamburg. Da ist gerade eine HVV-Fähre angelegt. Wollen wir die noch nehmen? Oder die nächste. Oder die nächste. So eine HVV-Fähre ist natürlich eine ziemlich gute Alternative zur Hafenrundfahrt, denn ihr könnt mit eurem ganz normalen HVV-Tagesticket einfach den ganzen Tag mit der HVV-Fähre hier durch den Hafen schippern und man sieht auch ziemlich viel und eigentlich ist es echt ein richtig cooler Geheimtipp. Aber eine Hafenrundfahrt lohnt sich auch. Wir haben natürlich schon einige in unserem Leben gemacht und man kriegt einfach noch schöne Infos, alles ein bisschen Hamburger Snack. Und wir können es auch empfehlen, mal eine Hafenrundfahrt mit der Barkasse zu machen. Deswegen, wir machen heute trotzdem die HVV-Fähre, weil wir einfach nur ein bisschen rumschippern wollen. Und ihr macht aber eine Hafenrundfahrt. Hier könnten wir jetzt den ganzen Tag stehen und gucken, wenn noch jemand was zum Trinken und Essen vorbeibringen würde. Muss man sich das auch noch selber holen. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, Hamburg ist einfach unübertrieben die schönste Stadt Der Welt. die gibt. Hier in Brücke 3 fährt die HVV-Fähre ab. Ich glaube, es ist schon lange kein Geheimtipp mehr, aber Was man auch daran sieht, wie voll die sind immer. ja. Aber man kann damit halt auch einfach zum Elbstrand weiterfahren und wir fahren sogar noch einen Tick weiter zu einem unserer oder meiner absoluten Lieblingsparks. Und da gibt es, finde ich, eine der besten Currywürste, die es in Hamburg gibt. Ja. Direkt am Wasser. Zeigen wir euch auch gleich. Also wenn ihr einen Tag mal habt, wo ihr ins Grüne wollt, chillen wollt, Elbe gucken wollt, macht das auf jeden Fall, was wir jetzt machen.
sind jetzt bis nach Teufelsbrück gefahren. Hier ist eigentlich das Restaurant Engel oder auch so, wie nennt man das? Ein Bistro. Eigentlich auch mit offenen Toiletten, aber hat alles noch saisonal geschlossen. Hier gibt es auch die Currywurst, die Basti gerne gehabt hätte. Gibt's aber nicht. How dare you! Und jetzt hier direkt hinter der Brücke ist der Jenischpark, einer meiner absoluten Lieblingsparks in Hamburg. Da machen wir so einen kleinen Schlenker rein, aber wenn wir jetzt hier nichts zu essen und trinken kriegen, laufen wir direkt an der Elbe entlang wieder nach vorne und holen uns da auf dem Weg was. Guckt euch an, was das für ein Traum ist! Und alle fragen sich so, hä, wie kann man einen Park nur so feiern? Das ist doch ein Park. Grüne Wiese, Bäume. Im Frühling und Sommer natürlich noch viel schöner und grüner. Aber einfach einer meiner absoluten Lieblingsparks. Es gibt so ganz viele kleine Wege hier durch. Es ist riesengroß, ein Traum für Hunde. Mit Blick auf die Elbe. Vor allem mit Hund, aber auch so generell absoluten Ausflug wert. Was zu trinken mitbringen, hier auf die Wiese setzen, Wetter genießen. Das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Teil von dem Park. Wir sind jetzt nur im Süden vom Jenischpark gewesen. Hier oben geht es noch extrem viel weiter. Einflugschneise haben wir auch. Das ist aber nur die Einflugschneise vom Finkenwerder hier. Und wir gehen jetzt aber wieder Richtung Elbe, denn so langsam kriegen wir doch Hunger. Wir mussten ja auf Currywurst verzichten und laufen mal wieder Richtung City. Haben wir eigentlich erwähnt, dass wir heute 18 Grad haben? Es ist das absolute Königswetter. Unglaublich. Im Moment läuft das wettertechnisch ganz gut. Wir schlendern hier jetzt ein bisschen die Elbe entlang und hoffen, dass gleich was zum Schnabulieren kommt. Naja, ich weiß ja, dass was kommt. Wird Zeit. Naja, das andere hat auch zu. Hunger. Durst. Holy moly.
Gespart wurde auf jeden Fall nett. Krabbenbrötchen. Gönnung. Wobei ich lieber die Hälfte bezahlt hätte und die Hälfte weniger Krabben genommen hätte. Aber Fischbrötchen darf nicht fehlen. Nö. Was für mich bedeutet Krabbenbrötchen. Ich esse eigentlich nie Fischbrötchen. Hamburg-Tag ohne Fischbrötchen darf natürlich nicht sein. Deswegen gibt es auch ein Fischbrötchen heute. Ja gut. Sehr gut. Kann man machen? Mhm. Wir sind gestärkt, wir sind jetzt wieder am Anleger. Zurück nehmen wir jetzt wieder die Fähre, die heute immer komplett überfüllt sind. Also nochmal, Geheimtipp ist es wirklich nicht mehr. Wenn ihr entspannt ein bisschen rumschippern wollt, dann muss es eine Hafenrundfahrt sein. Das ist deutlich entspannter als auf der überfüllten HVV-Fähre. So, aber mit der überfüllten HVV-Fähre fahren wir jetzt wieder zurück und dann geht es nochmal in die Speicherstadt. Verrückt, dass unser Van einfach noch bis vor kurzer Zeit in so einem Container einfach so auf so einem Schiff stand. Gut, dass es geschafft hat. Und damit sind wir in der Speicherstadt. Immer schön, wenn man hier ist. Und ich glaube, da oben ist die Mivula Brü. Du bist so ein Idiot. Ich weiß es aber nicht genau. Miniatur-Wunderland-Brücke. Denn das Miniatur-Wunderland hat mittlerweile 2 Gebäude, die mit einer Brücke verbunden sind. Alles mal wieder nicht mit Hund machbar. Alles nicht mit Hund machbar. Wir dürfen nur von außen gucken. Deswegen können wir euch leider das Mivula nicht zeigen und ihr müsst selber hingehen. Aber es lohnt sich. Ich hätte Bock. Mittlerweile auch Südamerika. Und auch mit Südamerika. Das heißt, ihr könnt im Miniaturwunderland einfach mal unsere Reise nach, wobei ich nicht weiß, ob alle Länder da sind. Gefährliches Halbwissen. Vom Mivula Brü. Von der Mivula Brü. Wir haben es gerade eben schon gesagt, dass wir irgendwie gefühlt schon den ganzen Tag jetzt unterwegs sind und noch nicht mal halb Hamburg gesehen haben. Halb Hamburg. Wir haben so Noch nicht mal ein Mühe haben wir gesehen. Wir haben eigentlich nur einen schönen Tag an der Elbe verbracht. Eigentlich war das jetzt so ein Tag, den wir in Hamburg so verbringen. Ja. Das sind so Orte, wo wir lang schlendern. Es wird noch ein paar andere geben, aber es passt auch einfach nicht alles in einen Tag. Also für Hamburg braucht man Zeit.
Minimum. Minimum 3 Tage. Und vielleicht kommen wir nochmal her und zeigen euch noch mehr. Wir packen auch auf jeden Fall unsere Lieblingscafés und Restaurants und alles unten in die Beschreibungsbox als Links. Und wenn ihr irgendwelche speziellen Tipps braucht für Hamburg, Fragt nach. schreibt und sagt, für was. Ja. Und falls ihr es nicht gesehen habt vorhin auf Kamera, die Womo und Van und Camperstellplätze, die gibt es Premium direkt an der Elbe. Ja, und Waren nur ein paar da. ja, es sind nicht wenige. Hier in der Kaffeerösterei hätte ich mir auf jeden Fall einen Kaffee geholt. Der ist nämlich sehr lecker. Wir sind aber gleich noch verabredet. Wir laufen oder schlendern hier jetzt noch ein bisschen entlang der Speicherstadt Richtung Teekontor. Das ist dann das letzte Gebäude, was wir euch zeigen werden. Das ist einfach so ein schönes und spezielles Gebäude, sowohl von außen als auch von innen. Und man kann auch richtig Tee da kaufen aus aller Welt. Deswegen nehmen wir euch da nochmal mit hin und zeigen euch darum. Das ist, glaube ich, der beste Job der Welt. Da drin riecht es einfach so gut und ich könnte an jedem Tee 100-mal riechen. Wir haben uns jetzt auch ordentlich wieder mit Tee eingedeckt und wir haben ein Franzbrötchenlikör gekauft. Also wer dieses gute Teilchen von heute Morgen in flüssig auch mal probieren möchte, sehr zu empfehlen. Schmeckt sehr lecker. Happy Svenny. Im Hintergrund sieht man jetzt auch das coole Teekontorhäuschen. Das ist richtig schön. Ja. Das ist richtig cool. Es macht jedes Mal Freude, wenn man hierher kommt. Und an dieser Stelle beenden wir quasi unseren Hamburg-Tag. Es war nur ein kleiner Einblick in Hamburg Heimathafen. Aber wir finden es hier so schön. Hamburg ist einfach die schönste Stadt der Welt. Ist so. Und man kann hier durchschlendern, die Gebäude genießen. Na, ihr habt es ja alles gesehen, was wir gemacht haben und noch vieles, vieles mehr. Vor allem kann man auch das Wetter genießen, weil so Schmuddelwetter ist hier. So oft Schmuddelwetter ist hier gar nicht. Ist wirklich so. Das ist eine Fehlinterpretation. Hier ist nämlich auch ganz viel gutes Wetter. Ja. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren für euren nächsten Hamburg-Besuch vielleicht. Plant euch auf jeden Fall einen Elbe-Tag ein. Ja, unbedingt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch Tipps braucht für euren nächsten Hamburg-Aufenthalt, schreibt uns einfach und wir geben für alle Kategorien Tipps. Ja. Spannend, was da Basti Probe zahlt. Na klar. Abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, freut euch auf Island mit uns, würde ich sagen. Oh Gott, ich vergesse das immer andauernd, dass wir nach Island fahren. Es ist wirklich nicht mehr lange hin. Nee. Und im nächsten Vlog haben wir dann auch ganz sicher Groot wieder. Langsam schließt sich der Kreis. Bis nächste Woche. Danke. Ende. Wir haben noch was vergessen. Emoji der Woche. Wie konnte uns das passieren? Keine Ahnung. Wenn ich mich so sehe, meine Haare sind heute vom Schiff ganz schön zerzaust. Durch den Wind. Ja. Apropos Schiff. Emoji der Woche
ein natürlich Schiff. ein Schiff oder mehrere Schiffe, was ihr da so findet. So, jetzt sind wir wirklich durch. Danke, danke. Ende, Ende.